Willkommen zu einem weiteren Update zu Fly und zu Rookburg, der neuen Themenwelt und der neuen Achterbahn im Phantasialand. Schaut euch auf jeden Fall die bisherigen Updates über die neue Achterbahn und Themenwelt an, um weitere Informationen zu erfahren. Die Playlist ist in der Infocard verlinkt. Vor gut einer Woche wurden aus dem Inneren von Rookburg Bilder geleakt, welche einen Einblick in die Themenwelt bieten. Da ich die Richtlinien des Phantasialands befolge und die Bilder nicht vollkommen legal aufgenommen worden sind, werde ich diese nicht zeigen. Allerdings können wir trotzdem darüber diskutieren, was in dies zu sehen ist und was für Neuigkeiten uns aus dem Inneren des Themenbereichs erwarten. Auf dem Dach des ersten Launches von Fly steht eine Dampflok zusammen mit einem Wagen und ebenfalls ein Stück Schiene, welches entgegengesetzt der Launchrichtung montiert wurde, und das Ende der Schiene zeigt in die Luft. Hätte ich so auf jeden Fall gar nicht erwartet, und es war eines der überraschendsten Sachen, die im Themenbereich aufgetaucht sind. Des Weiteren wurde auf dem Dach von dem Restaurant Uhrwerk, welches zum Hotel gehört, tagsüber aber auch von normalen Gästen benutzt werden kann, der Schriftzug Fernsicht montiert, welches eine Art Werbebanner ist und an die Rookburg Gazette angelehnt ist. Das heißt, es ist gut möglich, dass uns auch weitere Werbebanner, welche wir so oder so ähnlich in der Rookburg Gazette, welche im Wintertraum verfügbar war, sehen werden. Die Zeitzeppeline, welche angeliefert wurden, über die wir schon im letzten Update geredet haben, werden nun bei der Verwaltung gelagert und gegebenenfalls noch aktuell durch angeliefertes Theming ergänzt, bevor sie eingebaut werden im Themenbereich, und des Weiteren wurden diese in einem hellblauen Farbton gestrichen. Das Hotel Charles Lindbergh wird insgesamt 5 verschiedene Hoteltürme bekommen, welche im bzw. am Themenbereich hochgezogen wurden und wirklich mitten in Rookburg sind. Und auch wenn viele davon eigene Aufzüge und Treppen haben, werden ein paar der Türme mit Brücken verbunden, unter anderem Hotelturm 2 mit 4 und ebenfalls Hotelturm 4 mit 5. Im Trailer von Rookburg, welcher letztes Jahr online kam, war eine größere Dachterrasse zu sehen. In diesem Umfang wird das Hotel keine erhalten, aber mehrere kleinere Dachterrassen werden im Hotel vorfindbar sein. Die größte davon wird sich auf dem Hotelturm 4 befinden, auf der obersten Etage, aber auf Hotelturm 2 und möglicherweise ebenfalls auf Hotelturm 5 wird es ebenfalls eine kleinere Dachterrasse geben, von welcher man über den Themenbereich schauen kann. Anhand der neuen Bilder ist es auch gut sichtbar, wie genau der Themenbereich in 2 Teile aufgeteilt werden wird, und zwar einmal in den Bereich, der hauptsächlich nur für Hotelgäste zugänglich wird, und dann über die Verbindung von dem Restaurant Uhrwerk, der Bereich, welcher für alle normalen Tagesgäste nutzbar sein wird. Auf dem alten Luftbild von Google Earth habe ich das Ganze einfach mal aufgeteilt. Die linke Seite mit den Hoteltürmen ist für normale Tagesgäste nicht zugänglich und noch abgeschirmt. Und die rechte Seite ist die für alle normalen Tagesgäste nutzbar sein wird. Es wird ebenfalls 2 Brücken geben, von der eine montiert wurde, die andere noch nicht, um die 2 gegenüberliegenden öffentlich zugänglichen Seiten von Rookburg miteinander zu verbinden. Und im öffentlich zugänglichen Bereich wird es ebenfalls 2 größere zugängliche Plätze geben, einmal unter dem Helix in Richtung Berlin und auf der anderen gegenüberliegenden Seite in Richtung Woostown und Fantasy. Dort wurden ebenfalls mehrere kleine Gebäude installiert, welche auch schon relativ fortgeschritten aussehen, und bei manchen davon dürfte es sich wahrscheinlich auch um Geschäfte handeln, unter anderem um die Schokoladen- und Candy-Werkstatt, welche schon bekannt ist, aber das sieht auf jeden Fall alles schon relativ fortgeschritten aus, genauso wie die gesamten Fassaden, welche unter anderem an der Lärmschutzwand in Richtung Fantasy den Themenbereich abtrennen. Im Trailer von Rookburg war sichtbar, dass unter dem Themenbereich unter den Schienen teilweise dunkle Steine, wahrscheinlich Kohle, als Untergrund genutzt werden, und in Teilen des Themenbereichs wurde schon ein dunkler Stein, bei welchen es sich dann um Kohle handeln sollte, ausgeschüttet. Die meisten Theming-Strukturen rund um den ersten Launch, welche im Modell zu sehen sind, wurden noch nicht montiert. Da es sich dabei aber um vorgefertigte Teile handeln sollte der Einbau davon relativ schnell erfolgen können und dadurch auch den gesamten Themenbereich aufwerten. Ebenfalls wird nun sichtbar, dass es sehr wahrscheinlich keine weitere Attraktion aktuell im Themenbereich geben wird, sondern nur das Hotel und die Achterbahn Fly, aber trotzdem wurde der Platz sehr gut ausgenutzt und es wird natürlich auch noch mehrere Shops geben, welche im Bereich zugänglich sein werden. Die Station, der Lifthill und der zweite Launch werden komplett indoor und unterirdisch untergebracht, wie bereits bekannt war, und werden vom Themenbereich selber aus auf der normalen Ebene auch nicht sichtbar und zugänglich sein. Außerhalb des Bereichs wurde außerdem in den letzten Tagen in der Hotelfassade des ersten Towers gearbeitet
und diese an den Stil des Portals von Charles Lindbergh angepasst. Und genauso wurde auch die Fassade der Verwaltung an diesen Stil einheitlich angepasst. Und das war es dann zu diesem Update zu Fly in Rookburg. Es war auf jeden Fall nicht optimal, dass ich die ganze Veränderung nur illustrativ darstellen konnte, aber ich glaube, das ist besser so, als die ganzen neuen Infos gar nicht zu erfahren. Und dann würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall gerne die ganzen anderen Videos auf dem Kanal an, über Achterbahn- und Freizeitparks, nicht nur aus Deutschland und aus Europa, sondern auch aus Asien und Nordamerika. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder zum neuen Video. Ciao!